Eine leckere Barbecue-Soße ganz einfach selber machen. Zum Marinieren, zum Dippen oder zum Aufpeppen und Verfeinern. Hallo bei Hennenglück im Biogarten und willkommen zurück in der Küche. Wie sieht denn das bei euch aus? Hat bei euch die Grillsaison schon angefangen? Was? Nie aufgehört? Ja, stimmt eigentlich. Grillen kann man ja zu jeder Jahreszeit, ist immer lecker. Machen wir mal eine kleine Umfrage. Wer von euch liebt Grillen? Oh, so viele, hätte ich nicht gedacht. Ich persönlich stehe ja nicht so sehr auf Insekten, aber gegrilltes mag ich ganz gern und das kann man auch vegetarisch. Aber lassen wir das mal beiseite. Für ein gutes Grillgericht braucht man auch eine leckere Barbecue-Sauce, also eine Glasur, mit der man das Grillgut schön einpinseln kann, dass es saftig bleibt, und so eine Barbecue-Sauce machen wir uns heute einen kleinen Vorrat. Die Hauptzutat sind rote Zwiebeln, weil sie sowohl Schärfe als auch Süße in unsere Soße bringen. Knoblauch, Tomatenmark, brauner Zucker, gemahlene Senfkörner, Muskatnuss und Kreuzkümmel. Dann haben wir hier geräuchertes Paprikapulver, um der Soße ein gewisses Räucheraroma zu verleihen, und normales Paprikapulver. Salz und Pfeffer, passierte Tomaten, etwas Samenöl, in diesem Fall Maisöl, und Apfelessig. Die genauen Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Während wir das Öl in einem Topf erhitzen, wenden wir uns den Zwiebeln zu und hacken sie in feine Würfel, die wir jetzt erbarmungslos ins heiße Öl schubsen und erstmal scharf anbraten. Je stärker die Zwiebeln am Anfang angebraten werden, desto dunkler wird dann am Ende die fertige Barbecue-Sauce. Also könnt ihr das selber bestimmen. Auch der Geschmack wird intensiver, aber bloß nicht anbrennen lassen. Beim Braten löst sich der in den Zwiebeln enthaltene Saft und karamellisiert. Diesen Effekt verstärken wir jetzt noch, indem wir den braunen Zucker dazugeben und mitbraten. Nach und nach kommen die anderen Zutaten dazu. Das Tomatenmark, die zuvor im Mörser zerstoßenen Senfkörner und Kreuzkümmelsamen, die Muskatnuss mache ich auf dem Reibeisen klein und lasse die Krümel direkt in den Topf fallen. Zum Schluss noch je einen Teelöffel Paprikapulver und Räucherpaprika, und dann nehmen wir die Hitze erstmal zurück. Zum Knoblauch. Der hier ist aus dem Garten, Ernte vom letzten Sommer, und es sieht so aus, als hätte er Frühlingsgefühle. Ziehen wir ihm ganz sanft das Hemd aus und drücken wir ihn zärtlich aufs Brettchen, bevor wir ihn nach allen Regeln der Kunst zerhacken und zu unseren Zwiebeln geben. Tschüss, Knobi! Salz und Pfeffer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dann löschen wir das Ganze mit einem Schuss Essig und geben schließlich die passierten Tomaten dazu. Die Reste, also das, was freiwillig nicht aus der Flasche herauskommt, spüle ich mit ein wenig Wasser aus und gebe es auch noch in den Topf. Wir wollen ja nichts vergeuden. Jetzt darf unsere Soße 20 Minuten lang bei geschlossenem Deckel vor sich hin köcheln. Nochmal umrühren, probieren, abschmecken und wenn alles passt, mit einem Stabmixer pürieren. Inzwischen habe ich die beiden Flaschen, in denen die passierten Tomaten drin waren, ausgespült und sterilisiert und, optimistisch wie ich bin, noch etliche Gläser dazu. Beim Abfüllen hilft ein Trichter mit weitem Loch und natürlich muss die Soße so heiß wie möglich sein.
Wenn wir die Gläser bis zum Rand mit der heißen Soße füllen und die Schraubdeckel sofort verschließen, ist die Soße haltbar ohne zusätzliches Einkochen. Beim Abkühlen entsteht im Glas ein Vakuum, das den Deckel nach innen zieht. Beim ersten Öffnen des Glases hört man ein Knacken. Ein Zeichen dafür, dass das schützende Vakuum bis zu diesem Moment intakt war. Ja, die beiden Fläschchen, die ich für die Tomatensauce hatte, habe ich wieder voll bekommen. Damit haben wir auch eine gute Abfallbilanz, nämlich gar keinen Verpackungsabfall. Und ein kleines Marmeladenglas noch dazu. Und das werde ich jetzt gleich aufmachen und mit euch verkosten. Wow! Ganz fein, ein bisschen sämig in der Konsistenz. Man schmeckt den Kreuzkümmel, es schmeckt würzig, leicht süß, nicht zu sehr. Die Farbe ist auch nicht allzu dunkel, aber das dunkelt ja dann beim Garen noch ein bisschen nach. Und es sind keine Farbstoffe drin, es sind keine künstlichen Aromen drin. Und wie gesagt, haben wir auch beim Abfall gespart. Ganz super, ich hoffe, ihr macht es nach. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den Daumen hoch gehen, schreibt mir gerne einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal Hennenglück im Biogarten und seid gern das nächste Mal wieder dabei. Tschüss, danke und bis bald.